Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Bitte lassen Sie mich zunächst Herrn Fankhänel danken für diese ausgesprochen nette Einführung. Fände ich Phoenix Contact nicht ohnehin schon ziemlich gut, müsste ich sagen, nach Ihren Worten würde ich langsam damit anfangen. Also das muss ich schon zugeben. Vielen Dank dafür. Und Sie haben auch schon die wichtigen Begriffe aufgerufen. Insofern, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier im Namen des Sponsors der Namur Hauptsitzung begrüßen darf, im Namen von Phoenix Contact. Und das ist das erste Mal, dass wir in dieser Rolle sind. Insofern danke ich dem Vorstand sehr, Herr Hanisch, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen haben, aber noch viel mehr, dass man uns in den vergangenen, ich weiß gar nicht genau wie lange, 12 Monate würde ich sagen, wirklich begleitet hat und in einer sehr guten Zusammenarbeit, in einem sehr guten Projektteam auf diesen Tag, auf diese Ausstellung, auf diese Präsentation hingeführt hat. Ja, das Thema Enhanced Connectivity for Smart Production als Thema für uns, für den diesjährigen Sponsor, geht zurück auf ein Statement, das beim letzten Mal gesagt wurde. Ich selbst war nicht dabei, aber so ist es zitiert worden von dem Herrn Schwiebach. Leider erkrankt heute, beste Genesungswünsche, aber er hat eine sehr schöne Analogie gemacht, indem er gesagt hat, also wenn denn die Daten das Erdöl des 21. Jahrhunderts sind, dann ist die Konnektivität die Tankstelle. Es ist eine einfache Analogie und trotzdem ist sie so richtig und wahr, wie sie nur sein kann. Denn was erwarten wir von einer Tankstelle? Also wir erwarten, dass sie verfügbar ist, dass sie einfach zu handeln ist, dass sie sicher ist, dass man kein Engineering braucht, bevor da irgendetwas losgeht. Und das ist schon auch der Anspruch an Konnektivität in komplexen Anlagen. Und Sie haben es schon gehört, man könnte jetzt sagen, das Unternehmen heißt Phoenix Contact, also Kontakt, da kommt schon irgendwie sowas wie Connect und Konnektivität drin vor. Das muss reichen, dass die dazu irgendetwas sagen können. Wir wollen es aber ganz bewusst noch etwas weiter pointieren, indem wir sagen, das ist tatsächlich unsere DNA. Und jetzt bin ich in der Tat weit davon entfernt, hier vor Menschen, die näher an Chemie und Biologie sind, als ich es je war und sein werde, irgendwie die Analogie der DNA nun in den Details hier aufzulösen. Aber das wesentliche Kennzeichen einer DNA ist ja, dass sie sich entwickelt, dass es sowas wie positive Mutationen gibt. Also da passieren Dinge und da sagt man, wenn das gut ist für den Organismus oder das Umfeld, dann wird das Teil dieser DNA und dann entwickelt sich das von da weiter. Und das möchte ich gerne aufgreifen, um ein bisschen zu zeigen, dass das, was der Herr Fankhänel schon gezeigt hat, nicht irgendwie eine zufällige Aneinanderreihung von Themen war, wo wir gesagt haben, ja, wir machen das mal und versuchen dieses und jetzt sind wir auch irgendwie zur Elektromobilität gekommen, sondern dass schon genauso dieser DNA-Entwicklung gefolgt ist, von den ersten Anfängen dann bis heute. Und ja, hoffe, kann damit deutlich machen, dass das die Grundlage ist für auch weitere Enhanced Connectivity, für neue Überlegungen, wie sie dann meine Kollegen im Nachgang auch mit Blick auf die Namur und auf NOAA zeigen werden. Die Keimzelle des Unternehmens hatten wir schon gehört, 1923, also da war mit Konnektivität, das muss man schon in sehr übertragenen Sinne sehen. Das Unternehmen hat zu dem Zeitpunkt so Armaturen gemacht, an denen man Oberleitungen für Straßenbahnen anhängen konnte. Ja. Ist auch eine Art von Verbindung, sehr weit hergeholt. Aber dann ging es los, tatsächlich ein erster Meilenstein, 1928, ein Patent für eine modulare Reihenklemme. Damals das Gehäuse noch aus Keramik, entstanden aus der Zusammenarbeit mit RWE. Und warum sage ich, das ist ein entscheidender Meilenstein? Aber da ist schon was in dem Erbgut unseres Unternehmens passiert. Denn wenn wir mal drauf schauen, was daraus geworden ist, daraus ist ein breites, wir sagen, das breiteste Programm an Reihenklemmen geworden, alle Anschlussarten, alle Bauformen, alle Querschnittsbereiche und so weiter. Und es ist bis heute als Portfoliobereich, als einzelner Produktbereich der größte Produkt- und Umsatzbereich unseres Unternehmens. Also auch wenn schon viele Jahrzehnte dazwischen liegen, so ein Meilenstein, der kann schon ein Unternehmen nachhaltig und langfristig prägen. Dann hat es einen nächsten Meilenstein gegeben, da liegt nun wirklich Zeit dazwischen, aber das war Krieg und Wiederaufbau und solche Dinge. Aber dann war es so in den 60er Jahren, dass in den Industrieapplikationen mehr Elektronik auftauchte. Und die Menschen, die damals bei uns gewirkt haben, die haben gesagt, Mensch, die Prinzipien der Konnektivität aus den eher Schaltanlagen, Schaltschränken, die könnten wir doch übertragen auf diese Elektronikwelt, die brauchen doch dasselbe, Qualität und so weiter. Und es ist ein weiteres Patent entstanden, nämlich für die anreihbare Ein-Pin-Lötklemme.
Damals waren die Produktbegriffe noch nicht ganz Social-Media-tauglich, aber trotzdem war es ein wichtiger Meilenstein, weil auch daraus ist ein Portfolio entstanden, mit dem wir bis heute mehr als 1,5 Milliarde Euro Umsatz machen. Und es ist vielfach vermutet worden, dass doch diese Art von Produkten, Geräte, Anschlusstechnik, dass das irgendwie alles nach China gehen wird und deutsche Hersteller da kaum eine Möglichkeit haben. Das ist mitnichten der Fall. Da waren wir mit den Produkten noch an der Elektronik und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, es könnte doch sehr viel Sinn machen, Elektronik in die Konnektivitätsprodukte zu bringen. Und es entstand ein Kunstwort, das Interface, nämlich die Verbindung aus elektromechanischer Anschlusstechnik und elektronischer Funktion. Bei uns war das am Anfang ein einfaches steckbares Relais, was da drauf kam. Aber auch daraus ist inzwischen ein vielfältiges Programm entstanden. Da sind alle Funktionen von Trennen und Schalten, Medienkonverter. Überlegen Sie sich, was Sie an der Stelle brauchen. Auch das ist bis heute, wenn man auf Elektronikkomponenten schaut, der größte Elektronikumsatzbereich bei Phoenix Contact. Also diese Dinge wirken sehr lange, wirken sehr, sehr nachhaltig. Bis dahin war es sehr häufig die Übertragung von Technologien dann auf andere Anwendungsfelder. Und jetzt kam eine neue Mutation in der DNA dazu, nämlich dass man Applikationen verstanden hat und daraus dann Technologien entwickelt hat. Wenn Anwendungen elektronischer werden, wenn sie vernetzter werden, werden sie anfälliger für Störungen, zum Beispiel für Überspannungen. Das war eine Erkenntnis und obwohl das gar nichts mit unserem Technologieportfolio bis dahin zu tun hat, hat Phoenix Contact dann begonnen, Überspannungsschutz zu entwickeln. Da geht es ja nicht immer nur um die Blitze, da geht es um Schalthandlungen und das war 1983 dann das erste Portfolio dazu. Bis heute können Sie von der Einspeisung bis zum Endgerät alles gegen Überspannungen schützen. Ständige Innovation in dem Bereich. Sie sehen da in der Mitte diese schmalen, das sind die schmalsten 3,5 mm schmalen MSR-Überspannungsschutzableiter. Also auch wenn so ein Produktportfolio 40 Jahre alt ist, gibt es da ständig noch Innovationspotenzial. Und dann ist das aus der Welt der Signale und der Ströme in die Welt der Daten gegangen. Das war wirklich früh für unser Unternehmen. Phoenix Contact war ein Pionier in der Feldbustechnik, hat ein eigenes Protokoll entwickelt, das Interbus-Protokoll. Aber ich will da gar nicht so sehr die Technik diskutieren. Vielmehr ist es interessant, dass wir damals ein Prinzip begonnen haben, das bis heute für uns Gültigkeit hat, nämlich das Verständnis, dass wir Dinge nicht alleine tun können, nicht alles alleine tun können. Das Verständnis dafür, dass offene Plattformen häufig mehr Nutzen und Anwendungen für unsere Kunden bieten können. Interbus ist von Anfang an als offenes System angelegt worden. Der Chip war frei verfügbar, Third Parties konnten Produkte machen, das waren Antriebe oder Encoder oder was auch immer. Alles, was wir nicht gemacht haben, wir konnten auch eigene I/O-Module damit machen. Und diese Idee hat ebenfalls bis heute Bestand, wenn wir heute über unser aktuelles Automatisierungssystem, unsere Plattform sprechen, PLC Next. Es wird nachher noch mehr im Detail erläutert, was da das Verständnis ist. Das ist eine offene Plattform, ein offenes Ökosystem, wo Third Parties jetzt nicht mehr über Chips, sondern über Apps Funktionen in diese Automatisierungsplattform geben können. Und dann kommt es dazu, dass sich ein Unternehmen wie Phoenix Contact, das irgendwann eine keramisch isolierte Reihenklemme gemacht hat, damit beschäftigt, wie man einen App Store aufbaut. Ja, das ist auch für uns dann eine neue Erfahrung und da zuckt es auch schon mal in der DNA. Wir haben dann nach den Interbus-Jahren erkannt, dass Ethernet das Potenzial bietet, wirklich von der Feldebene bis in die Unternehmensebene eine durchgängige Kommunikation zu schaffen und haben begonnen, ein Portfolio zu machen mit Ethernet-Infrastrukturkomponenten. Die Überlegung war genau richtig. Wenn man heute schaut, wie breit dieses Infrastrukturportfolio ist, da geht es um alle Übertragungsarten, egal ob das Funk ist, egal ob das Telekom ist, Lichtwellenleiter, was auch immer. Wir glauben von den Zahlen, die wir kennen, dass wir im Bereich der Unmanaged Switches volumenmäßig weltmarktführend sind. Und das, was Sie da sehen, diese Ethernet-Infrastrukturkomponenten sind nun mal die Basis für das, was wir das industrielle Internet der Dinge nennen. Also auch da ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung. Und dann wieder übertragen von Applikationsverständnis in Produkte.
Höherautomatisierte Anlagen, komplex vernetzte Anlagen machen es zunehmend erforderlich, dass das Thema funktionale Sicherheit in den Mittelpunkt rückt. Der Schutz des Menschen vor der Maschine in diesem Fall. Und bei uns begann das eben auch ganz einfach mit den ersten zwangsgeführten Koppelrelais, wie es so schön heißt. Heute ist das ein vollständiges Safety-Portfolio, das alle Bereiche der funktionalen Sicherheit abdeckt, von der Steuerung über Bussysteme bis hin zu Komponenten, die aber dann auch wieder ein hohes Innovationspotenzial haben, nämlich zum Beispiel das schmalste Safety-Relais mit 6 mm, das zumindest nach unserer Kenntnis weltweit verfügbar ist. 2008 war ein Meilenstein, nicht nur für die Welt, weil ein Mensch hielt das Smartphone zum ersten Mal hoch und hat damit unser aller Kommunikation verändert. Für uns war es auch ein Meilenstein, weil zum ersten Mal waren wir ein Unternehmen, das mehr als 1 Milliarde Geschäft gemacht hat, auf der Basis dieser Portfoliobereiche, die ich Ihnen gerade gezeigt habe und noch einiger mehr. Aber es war auch insofern ein Meilenstein, weil wir da zu einem Thema gekommen sind, auch noch in einer eher frühen Phase, dessen Bedeutung wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig in der Dimension abschätzen konnten. Es klang auch schon an, nämlich das Thema Cybersecurity. Wir haben zu dem Zeitpunkt mit einem Berliner Unternehmen zusammengearbeitet, heute Teil der Phoenix Contact Gruppe, Phoenix Contact Cybersecurity AG. Und dieses Unternehmen hat eigene Produkte, eigene Entwicklungen, wie wir sagen, eigenen Rohstoff im Bereich der industriellen Cybersecurity-Technik. Also da wird nicht nur appliziert von anderen Unternehmen, sondern wird eigene Technologieentwicklung betrieben. Sie sehen die Produkte auch oben in den Ausstellungen. Und auch wir als Unternehmen haben uns entsprechend der Prozesse und Organisationen so zertifizieren lassen, weil heute glauben wir, dass das eines der Key Enabling Elemente ist, um Infrastruktur sicher zu machen und mehr Digitalisierung und Vernetzung zu ermöglichen. Das klang schon an, Herr Frank Hedel hat es gesagt, ja, das hat vielleicht auch etwas mit Konnektivität zu tun. Ja, aus meiner Sicht ist das noch darüber hinaus, das ist ein weiterer DNA-Sprung. Ja, stimmt, wir haben unsere 3D-Kapazitäten ausgegründet, aber nicht mit dem Ziel, sie vorrangig jetzt irgendwie auch extern auszulasten, sondern wir haben daraus einen Marktplatz gebaut. Wir haben gesagt, dieses Marktplatzprinzip, wieder diese Denke, wir können nicht alles in dem Bereich alleine machen. Wir können vielleicht Kupfer drucken, wir können auch Edelstahl drucken, aber vielleicht nicht Keramik oder irgendein anderes Element oder irgendeine Bauform, aber andere können es. Also bringen wir die doch auf einen Marktplatz zusammen. Und heute ist Protic ein Marktplatz, wirklich vergleichbar zu den Marktplätzen, die Sie aus der Konsumerwelt kennen, wo unterschiedliche Anbieter ihre Dienste anbieten. Der Kunde kann aussuchen, wie das geht. Und wenn er bei einem Wettbewerber von Protic kauft, dann bekommt der Marktplatz eine Provision. Das ist auch Konnektivität in einem ganz anderen, eben nicht technischen Verständnis. Ja, heute sind wir hier und wir glauben, mit dem, was wir diskutiert haben im Vorfeld dieser Veranstaltung, mit den Ideen, mit den Architekturideen, hat das auch das Potenzial, weitere Entwicklung unserer DNA zu ermöglichen. Abschließend, plakativ und in einigen Bildern festgemacht, die These, Konnektivität ist unsere DNA, sollte natürlich jetzt nicht nur irgendwie PowerPoint sein und die Herleitung von irgendwelchen geschichtlichen Meilensteinen. Das muss jeden Tag sich ausprägen, in dem, wie das Unternehmen wirkt. Und wenn man jeden Tag Konnektivität lebt und wenn man daran glaubt, dass eine einzelne Komponente in der Verbindungstechnik eine besondere Rolle spielt, dann sollte man sie auch selber tun. Das ist unsere feste Überzeugung, also produzieren wir 8 Millionen Schrauben. Wenn man glaubt, dass Konnektivität einfach sein muss, dann muss man ein Thema wie eine Vereinfachung, Push-in ist eine sehr einfache Verbindungstechnik, da muss man die schnell in den Markt bringen. Wir haben das erst vor wenigen Jahren flächendeckend in unsere Produkte übernommen. Heute sind es mehr als 100 Millionen Pusher, die wir da pro Jahr in unsere Produkte einbauen, um es eben einfach zu machen. Wenn wir 1 Million Lötpunkte setzen, werden wir nervös, wenn 2 davon nicht funktionieren. Verbindungstechnik ist immer Masse. Und da kann die eine Verbindung, die nicht funktioniert, kann eine ganze Anlage in die Problematik bringen. Also dieses Verständnis, ich muss massentauglich, qualitätsfähig sein, ist ganz tief in dieser DNA. Man muss Infrastrukturverantwortung übernehmen, weil Konnektivität ist oft die Basis für entscheidende Applikationen. Wenn wir 6 Millionen Knoten setzen, Netzwerkknoten jährlich,
ja, dann dürfen wir damit nicht zu dem Funkloch in irgendeiner Industrieapplikation werden. Aber Konnektivität überträgt sich auch in neue Medien. Da muss sie genauso innovativ und genauso qualitätsmäßig passieren. Wenn wir 25 Millionen Page-Impressions haben oder überhaupt Impressions haben auf unseren virtuellen Kanälen, dann ist es eben erforderlich, dass es auch der Standard von Phoenix Contact ist. Aber, und auch das darf nicht verloren gehen, bis heute glauben wir daran, dass der Kontakt Face-to-Face eine hohe Bedeutung hat. Darum schätzen wir Veranstaltungen wie diese, darum suchen wir diese Kontakte auf der ganzen Welt, über 1,5 Million jedes Jahr. Und im Ergebnis glauben wir, dass Phoenix Contact damit ja, diese beiden Welten, ein tiefes Verständnis von industriellen Prozessen, Massenfertigung, Qualitätsverständnis zusammenbringen kann mit den Chancen, die Digitalisierung und digitale Transformation bieten kann. Wir nennen das The Digital Industrial Company und wir glauben, dass das eine gute Basis ist, um darauf neue Enhanced Connectivity Konzepte zu entwickeln, über die Ihnen meine Kollegen jetzt etwas sagen werden. Vielen Dank bis hierhin. Ja, Konnektivität ist unsere DNA, das haben Sie gerade gehört. Und wir möchten Ihnen jetzt im Folgenden zeigen, wie wir diese Konnektivität weiterdenken, zu einer Enhanced Connectivity, zu einer Informationskonnektivität, aus der dann neue Werte, neuer Nutzen, neue Möglichkeiten für die Anwendung in der Prozesstechnik, in der Prozessautomation entstehen. Die Konnektivität wird oft unterschätzt. Noch ein Zitat vom Herrn Schwebach anlässlich der Einführung des diesjährigen Sponsors von Phoenix Contact bei der letzten Namur Hauptsitzung im letzten Jahr. Und er hat vollkommen recht, er hat dieses Bild ja gezeigt. Die Konnektivität ist viel mehr als nur ein Strich in einer Zeichnung, in einem Verschaltungsplan oder ein Kästchen, das ein Interface symbolisieren soll. Konnektivität stellt sich eben anders dar. Auf dem Weg vom Feld durch die Pyramide bis in die Unternehmensleitebene gibt es Hunderte von Systemen, die miteinander verbunden werden müssen. Gibt es zig Schnittstellen, die überwunden werden müssen und eine Vielfalt von unterschiedlichen Protokollen, die ineinander konvertiert werden müssen. Dafür braucht es eben zuverlässige, sichere und vor allen Dingen auch praxistaugliche und anwendbare Konnektivität und Lösungen. Das gilt natürlich auch für den NOAA-Seitenkanal, wenn es darum geht, Daten, Informationen aus dem Prozess für die Verarbeitung in der IT, in der neuen Welt der Digitalisierung bereitzustellen. Diese zuverlässigen, sicheren, praxistauglichen Lösungen der Konnektivität, die bieten wir Ihnen seit vielen, vielen Jahren. Wir sind unterwegs an dieser Stelle, gerade im Bereich der Feldkonnektivität. Einer unserer Slogans ist "We connect the field with a control room", also wir bewegen uns wirklich auf dieser Ebene zwischen Feld und der Steuerung, der Leitebene in Ihren Anlagen. Und da sind wir seit Jahrzehnten unterwegs. Und da ist eben auch eine einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindung mehr als so ein Kästchen. Wenn man da mal genauer hinschaut, dann sind das eben Reihen, ja, Legionen von Schaltschränken voll mit Interface-Technik, mit Marshalling-Technik, die einen solchen einfachen Strich dann letztendlich in die Praxis übersetzen. Oder das berühmte Thema des Feldbus, das ist eben auch nicht nur ein Kästchen, sondern eine komplette Infrastruktur aus Gateway, aus Segment Power Supply, aus Feldbarriere, digitalen Feldgeräten, die hier zusammenkommen müssen und die man zusammenbringen muss zu einer sicheren Lösung. Remote I/O, genau das Gleiche. Ein komplettes System aus EA-Anschaltbaugruppen für den Ex-Bereich, für den Non-Ex-Bereich,
für digitale, diskrete Signale, für analoge Signale. All das muss systemisch funktionieren und das macht letztendlich Konnektivität aus. Wir kümmern uns natürlich auch um neue Lösungen. Die Idee, mit Ethernet bis ins Feld zu gehen und das Ganze dann mit einer sicheren Physik, mit einer eigensicheren Physik. Sie kennen das Thema Ethernet, APL, auch da sind wir von Anfang an dabei. Wir zeigen Ihnen hier und heute in unserer Ausstellung erste Prototypen eines APL-Switches, der auch schon in Pilotanlagen eingesetzt wird. Aber wir kümmern uns natürlich nicht nur um die Elektronik an der Stelle, um das komplexe Thema, um den Switch, sondern Sie können von einem Connectivity-Spezialisten natürlich auch erwarten, dass er letztendlich auch die Anschlusstechnik für die Feldgeräte mitliefert, die Klemmen, mit denen dieses Gerät dann angeschlossen wird und das natürlich auch APL-kompatibel, konform zur Spezifikation bis hin in die Farbgebung. Auch das können Sie sich gerne in der Ausstellung anschauen. Ethernet APL ist eins der neuen Themen, das in den Startlöchern ist und das wir mittreiben, aber es gibt natürlich weitere und ein hochspannendes weiteres Thema, das wir auch wirklich von Anfang an mitgestaltet haben, ist die Thematik OPC UA über TSN zu transportieren. Eine Technologie, die aus meiner Sicht ein enormes Potenzial hat und wir haben uns deshalb auch wirklich dort stark mit engagiert, um hier auch Kräfte zusammenzubringen. Hier steckt die Chance, und ich darf das ein bisschen aus alter Erfahrung sagen, 30 Jahre Feldbuskrieg zu beenden und irgendwann in der nächsten Zeit wirklich mal zu einer Vereinheitlichung der Kommunikationsinfrastruktur in unserer Industrie zu kommen, dieses Thema zu überwinden. Und ja, man sieht schon, zu was dann auch ein solcher Wettbewerb führt, zu welchen Innovationen das Ganze führt. Das ist ein Thema. Und das andere ist natürlich, das klang schon an vom Herrn Henisch, das Thema 5G. Auch da sind wir vorne mit dabei, von Anfang an mit dabei gewesen, zu zeigen, dass diese Mobilfunktechnologie eben ein ungeheures Potenzial für die industriellen Anwendungen hat. In der Prozesstechnik, aber natürlich auch genauso in anderen Bereichen, in der diskreten Fertigungstechnik, in der Infrastruktur. Das funktioniert aber nur dann, wenn es uns gelingt, diese Mobilfunktechnologie an das anzupassen, was wir brauchen, nämlich an robuste Umgebungsanforderungen, an die technologischen Umgebungsanforderungen, die wir haben und an die Anforderung, es irgendwo praktikabel zu machen, einfach zu gestalten. 5G im Industrieumfeld muss so einfach zu bedienen sein oder zu installieren sein wie ein WLAN in diesem Bereich. Und dafür muss man etwas tun, daran muss man arbeiten und deswegen engagieren wir uns in allen Arbeitskreisen entsprechend. Wir sind Mitgründer und Mitinitiator der 5G ASIA, dieser Vereinigung, des Zusammenkommen von industriellen Interessengruppen zum Thema 5G unter dem Schirm des ZVI. Und das ist eine internationale Vereinigung, das ist wirklich die internationale und die einzige globale Stimme der Industrie, wenn es darum geht, unsere Anforderungen in die 5G-Standardisierung der Mobilfunkbetreiber oder Gemeinde einzubringen. Da sind wir dabei, da engagieren wir uns. Und 5G hat dann eben auch das Potenzial, dieses Gap zu überwinden aus der OT-Welt in die IT-Welt. Wirklich durchgängige Vernetzungsstrukturen zu bauen, bis in die globalen Netzwerke, wenn Sie wollen. Fantastische Möglichkeiten, aber eben wieder auch sehr, sehr hohe Anforderungen, die sich daraus ergeben, an die Sicherheit, die ein solches System haben muss, eben wieder die Industrietauglichkeit. Und da setzt sich Phoenix Contact mit dafür ein, dass das Ganze passiert. Und es geht jetzt ja wirklich auch gut voran. Ich habe gerade gehört, es gibt jetzt auch die Berechnungsbedingungen für die Lizenzen. Da passiert einiges und wir müssen als Industrie wirklich dranbleiben, dass uns dieses Fenster erhalten wird, um 5G zu nutzen. Verlassen wir vielleicht einmal ein bisschen dieses Feld innerhalb der Pyramide und wenden wir uns dem Thema zu der Enhanced Connectivity und was dort an neuen Möglichkeiten entstehen kann. Und wenn man über solche neue Möglichkeiten nachdenkt, über neue Technologien nachdenkt, dann ist es natürlich hochgradig sinnvoll, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, wo sind denn eigentlich die Painpoints unserer Kunden und der Anwender. Technologie ist ja kein Selbstzweck, sondern letztendlich dazu da, Probleme zu lösen, ganz banal gesagt. Das müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen als Techniker und als Ingenieure. Und wir haben das getan. Wir haben einfach mal reingehört in die Community, in die Betreiber von prozesstechnischen Anlagen, haben Stimmen aufgegriffen. Wir haben immer, denke ich, doch ganz gut zugehört in den vielen Sitzungen, die wir mit dem Namur-Vorstand hatten. Und diese Stimmen sind hier mal wiedergegeben. Es geht eben darum, Wartungskonzepte zu optimieren, die Ausbeute muss erhöht werden, Flexibilität muss erhöht werden, Ausfälle vermeiden,
Qualität verbessern, dem Fachkräftemangel begegnen. Das heißt, Technologie muss dazu beitragen, dass die Anwendungen einfacher zu bedienen werden und nicht komplexer. Technologie muss Komplexität letztendlich kapseln, abschotten von dem Anwender und ihn führen. Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Ich glaube, das sind alles keine neuen Dinge, die Sie hier sehen. Das ist jetzt kein Rocket Science, aber es hilft immer, sich das mal wieder vor Augen zu führen und zu sagen, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, wirklichen Nutzen zu erzeugen und nicht einfach high and wide irgendwie rum zu digitalisieren, sondern am Ende muss dabei etwas herauskommen. Das heißt letztendlich auch monetär etwas für Sie herauskommen. Die Digitalisierung ist da ein großer Heilsversprecher, was all diese Themen angeht. Man muss natürlich genau gucken, was geht wirklich davon. Es gibt viele Impulse, die daraus kommen, aus der Digitalisierung, Möglichkeiten, die sich ergeben, aber die setzen natürlich einiges voraus, damit man es auch wirklich machen kann. Wenn man ein Advanced Process Control nutzen will, Augmented Reality, den Mobile Worker einsetzen will, Predictive Maintenance Lösungen nutzen will, dann braucht es letztendlich die Plattform, über die man an die Daten herankommt. Man auf die Daten zugreifen kann, um all das zu tun, sonst nutzen einen die tollsten digitalen Lösungen nichts. Dann bringt das Ganze nichts. Und am Ende geht es darum, die Menschen zu befähigen. Empower the people. Ich glaube, das war auch ein schöner Ausspruch im letzten jährigen Sponsorenvortrag. Finde ich hervorragend. Darum geht es am Ende wirklich, unsere Menschen besser zu befähigen mit den Technologien, die wir haben. Wie kann das gehen? Wie kann das ermöglicht werden? Wie kommen wir an die Informationen in der geeigneten Form heran? Und dazu möchte ich Ihnen einfach mal ein Beispiel aus einer anderen Industrie zeigen. Lassen Sie das einfach mal auf sich wirken und lassen es sich auch mal gefallen, dass es eben woanders auch ganz interessante Themen gibt. Ich habe hier ein Beispiel aus der Gebäudeautomatisierung aufgegriffen. Da machen wir das schon. Da haben wir Lösungen, mit denen man genau das tun kann. Diese ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung auf eine bestehende Applikation applizieren, auf die Daten zugreifen und sie entsprechend zu nutzen. Und ich sage das gleich, ich will die Probleme und Themen der Prozesstechnik damit nicht trivialisieren. Das ist uns natürlich völlig klar, dass man da nochmal eine gewisse Transferleistung braucht, um das zu übersetzen. So sieht mal ganz grob dargestellt eine Liegenschaft aus, mehrere Gebäude an einem Ort, an vielen Orten, weltweit vielleicht. Und so ein Gebäude, solche Liegenschaften, die haben tausende von Informationen, Sensorensignale, die da sind, Aktoriksignale, die da sind, Pumpen, die angesteuert werden wollen, Energie, die optimiert werden soll. All diese Information wird heute irgendwie in irgendwelche Steuerungssysteme geführt, unterschiedlichste. Sie kommt über verschiedenste Schnittstellen. Ich glaube, es gibt keine größere Vielfalt als gerade im Gebäudebereich, was dort an Schnittstellen besteht. Kommt diese Information rein, dann gibt es Spezialsysteme, die obendrauf aufgesetzt sind, Raumautomation, Heizung, Klima, Lüftungssteuerung, um das Bild komplett zu machen, den Zoo komplett zu machen. Eine Vielfalt von herstellerspezifischen Errungenschaften, die dem Anwender dann noch helfen sollen. Cloud-Lösungen, die da drauf aufgesetzt werden. Also wirklich ein komplett buntes Bild. Und dann stellen Sie sich mal vor, es fällt einem Betreiber irgendwann mal ein, er möchte eine wunderbare Cloud-Lösung nutzen, eine Optimierung des Energiemanagements durchführen und dafür braucht er Informationen irgendwo aus dem Kesselraum der Heizung. Er hat keine Chance, da wirklich dran zu kommen oder er muss einen enormen Engineering-Aufwand leisten, wenn er es nicht schon vorher vorgedacht hat. Aber das ist ja nicht die Realität. Wir wollen ja Lösungen sukzessive entwickeln, auch mit dem Fortschreiten und über die Lebenszeit der Anlagen. Da haben wir uns Gedanken zugemacht. Wir haben eine Plattform geschaffen, eine neue Technik geschaffen, ein Building-IoT-System, bei dem es zunächst einmal darum geht, wirklich alle Signale einzusammeln, der unterschiedlichsten Systeme und auf einer Ebene zu neutralisieren, zu normalisieren, zu standardisieren. Egal, ob Sie über ein BACnet kommen, über LONCOM, KNX oder sonst etwas, auf dieser mittleren Ebene ist die Information erstmal normalisiert, wird entsprechend aufbereitet und über eine standardisierte Schnittstelle dann der Anwendungsebene zugeführt. Und dann kann man natürlich auch die entsprechenden Cloud-Lösungen noch ankoppeln. Und auf dieser Ebene kann jetzt der Betreiber Anwendungen bauen. Der kann sich so ein Dashboard bauen, um einen Überblick zu bekommen über seinen Anlagenzustand. Das kann er auch verändern. Das geht bei der Lösung tatsächlich per Drag and Drop. Das macht ein Facility Manager, ein Betriebstechniker, der diese Dinge konfiguriert, kein IT-Spezialist. Er kann Energieflüsse darstellen. Ja, er kann selbst so etwas tun wie eine hochkritische Infrastruktur, wie die Kaffeemaschinen in einem Gebäude da ankoppeln. Das ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen trivial,
hat auch einen gewissen Gag-Charakter, aber am Ende steckt auch dahinter ein ganz einfacher Business Case. Wenn Sie sich wirklich eine große Liegenschaft vorstellen, Bürogebäude, dann sind das Hunderte von Kaffeemaschinen und die Wartung sollte man möglichst auch präventiv machen. All das kann man tun. Man kann sich durch so eine Anlage einfach mal durchklicken. Wir machen das mal hier vom Gebäude auf die entsprechende Ebene, in den entsprechenden Raum herein. Man kann dann weiter in den einzelnen Schaltkreis gehen. Man guckt sich ein einzelnes Gerät an, hier einen Wärmezähler, eine Wärmemengenmessstelle. Und man bekommt dann auch die spezifischen Informationen zu diesem Gerät angezeigt, weil man es denn möchte. Aktuelle Daten, Wärmedurchfluss zum Beispiel, aber auch Anlageninformationen, Instanzinformationen zu diesem Gerät, wie es gerade konfiguriert ist, betriebswirtschaftliche Informationen, weil auch das ERP-System entsprechend gekoppelt ist. Das ist alles möglich. Und das wäre doch fantastisch, wenn man all das jetzt auch so in der Prozessautomation machen könnte, in der Prozesstechnik tun könnte. Und nochmal, es ist uns natürlich klar, dass die Sicherheitsanforderungen bei Ihnen andere sind, dass die Verfügbarkeitsanforderungen andere sind, dass wir bei Ihnen fast hauptsächlich nur über Brownfield-Anlagen reden, wo noch eine größere Vielfalt da ist, dass in Batch-Prozessen ständig auch Veränderungen durchgeführt werden müssen. All das muss man berücksichtigen. Aber am Ende ist die Aussage absolut richtig. Wir müssen eine Lösung finden, wir wollen eine Lösung finden, diese Konnektivität abzubilden, um darauf dann die Digitalisierung aufzusetzen. Konnektivität ist der Schlüssel für die Digitalisierung, auch das ein Zitat vom letzten Jahr, was, glaube ich, absolut richtig ist. Darauf müssen wir aufbauen. Wie kann das aussehen? Da hat die Namur 2016 schon einen gewaltigen Schritt gemacht mit der Schaffung des Namur-Seitenkanals, der Namur Open Architecture. Für mich wirklich eine geniale Idee, dass das Paradigma der Prozesstechnik, dass eine Anlage niemals durch äußere Einflüsse in ihrer Sicherheit, in ihrer Funktionalität, in ihrer Verfügbarkeit gestört werden kann. Nicht durch äußere Einflüsse und auch nicht durch das Einbringen weiterer Technik. Das darf nicht passieren. Dieses Paradigma jetzt zusammenzubringen mit den neuen Möglichkeiten und Funktionalitäten, die die Digitalisierung bietet. Dafür ist der NOAA-Seitenkanal eben geeignet. Er schafft die Möglichkeit dieses rückwirkungsfreien Zugriffs auf die Daten, ohne in die Anlage wirklich einzugreifen. Und das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeguckt, was man da vielleicht noch tun könnte. NOAA steht für Namur Open Architecture. Und genau diese beiden Begriffe haben uns etwas bewegt. Die offene Architektur, die man vielleicht noch etwas weiter definieren müsste und noch weiter spezifizieren müssen. Heute ist NOAA wirklich ein offener Standard, komplett natürlich herstellerneutral, protokollunabhängig, rückwirkungsfrei. Das ist das wesentliche Kriterium, aber eben dann doch noch relativ offen auch. Da gibt es noch viel zu gestalten und viel zu tun. Und das führt eben dazu, wir haben heute Pilotanwendungen, wir haben einzelne Anwendungen, die den Kanal nutzen, die NOAA-Technik nutzen, die auch wunderbar funktionieren, aber es sind vielfach eben einmal Unikate. Es fehlt wirklich die Multiplikation dieser Anwendung oder die Möglichkeit, in die Skalierung zu gehen. Sie projektieren einen Motor, greifen auf die Daten zu, gewinnen aus diesen Daten Informationen, machen etwas daraus. Sie wollen aber nicht nur einen Motor anschließen, Sie wollen 100 Motoren anschließen und nicht nur von einem Hersteller, sondern von 10 oder 15 verschiedenen Herstellern. Sie wollen aber nicht 100 Mal oder 10 Mal den Aufwand treiben. Also wir müssen etwas definieren, um diese Wiederholbarkeit hinzubekommen. Wir müssen dahin kommen, dass eben die NOAA-Anwendungen, die wir heute haben, in die Praxis überführt werden, wirklich in die Serienanwendung überführt werden. Es muss einfach werden, es muss die Komplexität gekapselt werden und es muss auch ein Anreiz bestehen für eine Community von kreativen Geistern, neue Ideen zu entwickeln, neue Lösungen zu entwickeln, die Sie dann applizieren können in Ihren Anwendungen. Und dafür braucht es in irgendeiner Form diesen Plattformgedanken, den ich vorhin anhand der Gebäudetechnik angesprochen habe. Wir haben uns das Thema angeschaut, wir haben gesagt, wir brauchen eine Strukturierung in diesem Seitenkanal, wir brauchen die Form einer Architektur, um genau das zu erreichen. Über eine Struktur wirklich dahin zu kommen, Wiederholbarkeit zu ermöglichen. Eine Ebene, eine Prozessschnittstellenebene, wo die unterschiedlichen Prozesssignale angekoppelt werden, eine Ebene, in der Normalisierung und Kontextualisierung durchgeführt wird und dann natürlich die Ebene, in der die Informationsverarbeitung stattfindet. Und diese relativ simple Architektur, es ist ja kein Rocket Science, aber ermöglicht es dann wirklich dadurch, dass die einzelnen Ebenen voneinander entkoppelt sind, dass man auf einer Ebene etwas tun kann, ohne die andere zu beeinflussen, dass man den gesamten Weg
der Signale vom Feld durch diese Struktur modularisieren kann. Und das heißt eben, wenn ich an einer Stelle einmal aus den Daten Informationen gewonnen habe, dann kann ich das mehrfach nutzen, für verschiedenste Anwendungen nutzen. Ich kann oben die Informationsverarbeitung ändern, ohne dass ich die Normalisierung wieder angreifen muss. Und das macht eine solche Architektur letztendlich aus. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Dann sieht man das hier auf der Prozessschnittstellenseite. Natürlich alle gängigen Prozessprotokolle, die angekoppelt werden müssen, die heute da sind. Aber eine solche Architektur macht es eben auch aus, dass man sie jederzeit erweitern kann, dass man neue Module einklicken kann und damit auch neue Themen, ich sage mal Ethernet APL oder 5G dort mit andocken kann. Dann kommt die Ebene der Normalisierung. Auch da brauche ich Flexibilität. Ich weiß doch heute noch gar nicht, was ich alles an Signalen verarbeiten werde in Zukunft und was da noch alles kommen kann. Das heißt, wir brauchen eine Struktur, die man wieder flexibel erweitern kann, ein offenes Laufzeitsystem. Und jetzt kommen wir mal zu dem Begriff, in das man Apps einklinken kann, die dann genau diese Aufgabe übernehmen und die man erweitern kann, wo man eine reinnimmt, eine neue dazu bringt, eine rausnimmt, ohne dass der Rest beeinflusst wird. Und dann natürlich die Ebene der Informationsverarbeitung. Da steht jetzt AnyCloud stellvertretend. AnyCloud heißt, das kann eine Public Cloud sein, das kann eine Private Cloud sein in Ihrer Fabrik, in Ihrem Unternehmen. Das kann aber auch ein Server sein unter Ihrem Schreibtisch. Das kann auch ein Edge-Device sein, das die Verarbeitung dann wirklich im Feld macht. Und das wird in sehr, sehr vielen Fällen genauso sein, dass diese Vorverarbeitung der Daten im Feld erforderlich ist. Der Traum davon, wir schieben alles in die Cloud, in den großen Data Lake, ich glaube, das hören wir heute auch noch, das funktioniert gar nicht. Da kommt man dann auch mal an die Grenzen der Datenmengen, die dort anfallen. Diese Architektur ist unsere Idee. Wir nennen das Enhanced Connectivity Ecosystem. Und warum Ökosystem? Das zeige ich Ihnen mal an 2, 3 Beispielen ganz kurz. Wenn wir mal etwas wirklich eintauchen jetzt in die Architektur, mal da reingucken und sagen, wir nehmen mal ein konkretes Beispiel. Hier 2 Feldgeräte, ein Durchflussmesser, ein Stellventil, die über HART angeschlossen werden. Die Informationen werden eben über das HART-Protokoll, nein, ich muss sagen, die Daten werden über das HART-Protokoll ausgelesen und gehen dann in eine App, die wir hier haben, die das NOAA-Informationsmodell abbildet und aus diesem Datenstrom dann die relevanten Informationen extrahiert, normiert, herauszieht und sie in die Anwendung bringt. In dem Fall eine Anwendung, die einen digitalen Zwilling bildet aus diesen Feldgeräten und die es dann ermöglicht, dass man diesen digitalen Zwilling spiegeln kann, vergleichen kann mit der geplanten Installation. Also das gesamte Thema as built, as planned hiermit abbilden kann. Das ist eine Anwendung. Das Schöne an der Architektur ist jetzt, um das nochmal zu zeigen, man kann natürlich auf dieses normierte Datenmodell auch eine ganz andere Anwendung setzen, beispielsweise eine Predictive Maintenance Anwendung, die die Daten nutzt, um eine vorausschauende Wartung zu machen, ohne dass man wieder alles neu durchprojektieren muss, ohne dass man wieder von vorne anfangen muss. Oder nochmal ein zweites Beispiel, 2 andere Geräte, ein Motor, der über DP angeschlossen ist, ein Temperatursensor auch wieder über das HART-Protokoll angeschlossen. In diesem Fall führen wir die Signale einem einer Motor-Monitoring-App zu, die daraus Informationen gewinnt, also aus der Motorleistung Informationsrückschlüsse macht, das Ganze in ein mathematisches Modell, MATLAB Simulink hier als Beispiel, überführt und eine Vorverarbeitung durchnimmt und dann in eine Condition Monitoring-Applikation spiegelt. Wieder das Gleiche, neue Idee, neue Ansätze, man bringt einzelne neue Apps in die Applikation und kann damit dann diese Lösungen betreiben. Und das kann man im Grunde beliebig weit fortsetzen mit, da kommt es, vielen anderen Applikationen, die man hier zum Ablaufen bringen kann, die man einspielen kann. Eigene, das Schöne ist jetzt, es ist ein System, in dem auch Third-Party-Applikationen natürlich ablaufen können oder anderer Hersteller. Und es besteht auch ein Anreiz, denn wenn jemand jetzt eine Applikation hierfür schreibt, dann kann er unter Umständen, wenn wir das Ganze gemeinsam weiter definieren und standardisieren, plötzlich eine breite Anwenderschar bedienen damit. Und es muss nicht jeder Hunderttausende ausgeben, um genau seine spezielle Analytics zu erstellen, sondern wir können auf ein Ökosystem zurückgreifen von Anbietern dieser Möglichkeiten, dieser Lösungen. Und deswegen eben Enhanced Connectivity Ecosystem an dieser Stelle. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben mit diesem Enhanced
Connectivity Ecosystem eine Architektur, einen Architekturvorschlag erarbeitet. Wir haben ihn mit dem Namur-Vorstand intensiv diskutiert, teilweise auch abgestimmt. Aber es ist natürlich noch nicht fertig. Es ist ein Ansatz, wie wir wirklich dahin kommen können, die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach, möglichst ohne Engineering, ohne großes Engineering, wie Sie das im Beispiel der Gebäudeautomation gesehen haben, in die Anwendung der Prozesstechnik zu bringen. Das muss weiter ausdefiniert werden, das muss weiter ausgestaltet werden. Es kann aber wirklich eine Lösung sein, den NOAA-Seitenkanal zu strukturieren und mit einem solchen Architekturansatz auszufüllen. Wir würden uns freuen, wenn das Ganze jetzt hier wirklich zu einem solchen Impuls geführt hat. Das ist aber nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch schon in der Anwendung. Wir haben es natürlich erprobt, wir haben schon Erfahrungen im Feld gesammelt. Die Architektur selbst ist vollkommen herstellerneutral. Aber natürlich haben wir sie auf unsere Geräte angewendet, auf unsere Lösungen angewendet und damit auch schon erste Felderfahrungen gesammelt. Und die möchte Ihnen jetzt mein Kollege Ulrich Leidecker vorstellen. Ja, auch nochmal guten Morgen von meiner Seite. Herr Bent hat dieses System wunderschön erläutert und ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen ein bisschen zu erzählen, wie sich das heute schon in der Realität darstellen kann, was wir schon entsprechend gebaut haben, wie sich dieses System dann auch auf unsere Produkte mappt und wie wir es mit den Partnern der Namur in ersten Anwendungen realisiert haben und was eigentlich die Vorzüge sind. Das ganze System, wenn es dann einmal dasteht, wirkt ja, ich will jetzt nicht sagen trivial. Zumindest hat man jetzt nicht den Charakter dessen, dass es totales Rocket Science ist. Und das ist auch gut so. Es muss ja auch anwendbar bleiben. Und dieser Seitenkanal, diese Rückwirkungsfreiheit nutzbar zu machen, in einem einfachen System, prozessfeldagnostisch Daten einsammeln zu können und dann fortzuverarbeiten und dann nur noch Informationsverarbeitung auf einem anderen Layer zu machen. Ich glaube, dieser Gedanke ist doch sehr offensichtlich und sehr logisch. Ja, was passiert hier in der Phoenix-Welt? Herr Bent hat es angedeutet. Für uns ist diese Middleware ein PLC Next Runtime-System, ein offenes System, maximal auf Offenheit ausgelegt. Das Ganze auch cloud-agnostisch dargestellt. Herr Bent hat es gesagt, es muss auch nicht mal eine Cloud sein. Wichtiger ist aber auch, dass man in diesen Gedanken oben rechts kommt, dass man tatsächlich über Third-Party- und Community-Arbeit reden kann. Herr Stürenberg hat es eingangs ausgeführt, wir sind es gewohnt, partnerschaftlich zu arbeiten, weil wir nicht alles alleine können und wir laden jeden ein, hier Teil dieses Ökosystems zu werden, was bei uns den Namen PLC Next trägt. Ich habe mal eine ganz alte Folie, die ich mal gemacht habe, um unseren Beirat PLC Next zu erläutern und Entwicklungsleistungen zu gewinnen, habe ich mal wieder aufgegriffen, weil die diesen Gedanken im Prinzip schon darstellt. Sie haben typischerweise die Anwendung von Prozessdaten an irgendeine Steuerung, an ein Leitsystem, wie auch immer. Das, was häufig nicht genutzt wird, sind zum Beispiel Systemzustandsdaten oder Product Lifecycle Daten. Das Ganze durch verschiedene Layer zu bekommen und dann in Cloud-Anwendungen zu bringen, wo dann eben auch Predictive Maintenance, voreilende Wartung, was auch immer, realisiert werden kann. Das soll ja hier mal kein großer Werbeblock werden, aber ein paar Worte zum Thema PLC Next muss ich, glaube ich, an dieser Stelle nochmal verlieren. Wir haben es gesagt, maximal auf Offenheit ausgelegt. Ja, was bedeutet das? Das ist auch für einen Mittelständler wie uns schon ein großer Sprung zu sagen, die allerersten, die wir im Bereich Engineering eingeladen haben, waren direkte Wettbewerber. Wir haben das System offen gestaltet, indem wir gesagt haben, es gibt verschiedene Engineering-Umgebungen, die ich benutzen kann. Ich kann das Ganze in Hochsprache programmieren, ich kann Modellierungssprachen wie MATLAB verwenden, ich kann es in klassischer SPS-Logik programmieren, ich kann es mit Java erweitern, ich kann es mit Python erweitern, es gibt eigentlich keine Grenzen. Offenheit beweisen Sie aber auch erst dann, wenn Sie sagen, ja, ich lasse auch Spieler in diesem Umfeld zu, die ich eigentlich als Marktbegleiter oder gar Wettbewerber empfinde. Und ich will dieses System nicht ausschließlich für mich behalten, sondern ich muss dann eben auch lernen können, wenn es Akzeptanz im Markt finden soll,
dass wir dieses System auch teilen. Wir stehen kurz vor dem Abschluss des ersten großen Partners, der mit dieser Logik PLC Next eigene Geräte herstellen wird. Die haben das ganze Thema, was hinter PLC Next steht, als Source Code von uns erhalten und sind jetzt in der Lage, eigene Geräte zu realisieren. Eine wesentliche Forderung auch der Namur zu Recht, dass man herstellerunabhängig hier wird, dass man eben nicht proprietär ist. Und ich kann PLC Next so oft offen nennen, wie ich will, solange sie es dann immer nur von Phoenix Conta kriegen, ist es ja dann doch irgendwie proprietär. Und diesen Schritt haben wir getan, das haben wir überwunden, um dann auch eins zu realisieren, dass wir über diese Third-Party-Themen reden und dann mehr Kontributoren für unser System gewinnen und das Ganze, Herr Bent hat es eben genannt, in einer gekapselten Logik, in einer gekapselten Intelligenz wieder verwendbar zur Verfügung zu stellen. Und da oben links sehen Sie das mal angedeutet, dass das auch ein wesentlicher Schritt ist, um Akzeptanz und schnelle Verbreitung zu realisieren, wir das Ganze dann eben als einen App Store aufgebaut haben. Herr Stürenberg hat schon angedeutet, das kann schon mal in der DNA dann auch zu kleinen Quietschen führen. Das ist so, das ist gar nicht technologisch bedingt. Ich sage es auch hier nochmal, damit Sie hören, womit sich deutscher Mittelstand dann manchmal rumschlägt. Unsere größte Herausforderung ist die steuerliche, saubere Abbildbarkeit eines solchen App Stores. Das nun mal am Rande zum Nachdenken mit Ihnen gelassen. Das Ganze ist letztendlich dieser Hintergrund. Oder ein wesentlicher Aspekt begleitet uns immer wieder und das ist das Thema Security. Wir haben gestern Abend beim Essen noch kurz darüber geredet, dass das Thema Erstellen von Zertifikaten doch durchaus auch ein lukratives Geschäft ist. Letzten Endes ist es aber auch durchaus wichtig, diese Zertifikate zu haben. Und wir haben sehr viel Aufwand gesteckt bei der Entwicklung dieses Ökosystems in 62443. Wir sind da zertifiziert nach der Variante 2-4, 4-1 und jetzt neu auch für Remote Access nach 3-3. Und das Ganze werden wir auch mit Ihnen diskutieren wollen in einem Workshop im Foyersaal um 16.45 Uhr. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte hinter PLC Next. Das, was natürlich spannender ist, sind die realen Anwendungen, die ersten Realisierungen, die wir gemeinsam mit den Mitgliedern der Namur hier bauen durften. Und da sind wir mal zurückgegangen auf eine Namur-Hauptsitzung von 2015, als der Herr Schlichtmann von BASF mal die wesentlichen Störungen an der prozesstechnischen Anlage dargestellt hat und dann die einzelne größte Ausfalldimension mit Maschinenausfällen zu 30% dargestellt hat. Also haben wir uns mal zusammen mit BASF in Schwarzheide das Thema Maschinenausfälle angeschaut, um dort mal in ersten Pilotprojekten zu überlegen, wie kann ich denn NOAA-konform, rückwirkungsfrei Daten generieren, den Vorteil von Digitalisierung nutzbar zu machen und jetzt Maschinenausfälle im Brownfield-Umfeld besser begegnen zu können. Der Hintergrund ist klar, das sind keine Antriebe, wie wir sie aus der Fabrikautomation kennen. Hier ging es um einen Reaktor von 12 Meter Höhe, 4 Meter Durchmesser, 3 Antriebe, zusammen 430 Kilowatt Leistung. Und wenn ein solcher Rührer ungeplant ausfällt, das habe ich dann auch gelernt, ich bin ja auch kein Prozesstechnik-Urgewächs, und man hat einen solchen Batch im Reaktor drin, der ungewollt nicht mehr gerührt wird, dann darf man den Inhalt dann später auch mal bergmännisch abbauen. Dass das bei dieser Dimension 12 Meter Höhe, 4 Meter Durchmesser echt unbequem sein kann und dass das sehr lange dauern wird, bis man diesen Reaktor wieder am Laufen hat, ist klar. Aber was kann ich jetzt mit einfachen Mitteln tun, um zum Beispiel einen Fehler im Fußlager frühzeitig zu erkennen? Und das Ganze rückwirkungsfrei. Das ist das normale Bild, wie Sie es eigentlich kennen. Sie haben eine DCS, eine SPS, eine PLC, nennen Sie es, wie Sie es wollen, und Sie haben einen Leistungsschalter, der diesen Antrieb bedient. In vielen Brownfield-Applikationen hört es da auch schon auf. Vielleicht haben Sie sogar noch einen Frequenzumrichter dran, dass Sie einen sanften Anlauf, ein sanftes Abschalten realisieren können. Aber typischerweise ist es das dann auch schon gewesen. Man kann heute relativ gut Ansätze finden, zu sagen, ja, auch im Bereich der Nachrüstung kann ich was tun, indem ich mir ein ganz banales Signal, keine Information, ein banales Signal nehme, nämlich die elektrische Leistung dieses Antriebes und das mal abgreife, auf einen Motormanager bringe und dann diesen Stromverlauf, diesen Leistungsverlauf mir näher anschaue. Das muss ich natürlich irgendwo on Edge machen, das darf alles nicht mehr weit weg sein. Ich muss nah am Prozess bleiben.
Ja, und dann erhalten Sie als Reaktion darauf die Bilder, die Sie oben links sehen. Ganz oben links ist dann so allmählicher Verschleiß oder Verdickung der Rührmasse, Veränderung der Viskosität. Das untere Bild zeigt Verstopfung eines Rührers, eine spontane Blockade. Und diese ganzen Signale, die Sie dort generieren, die können Sie jetzt auswerten. Und das ist der eigentliche Clou auf dieser Middleware, auf dieser PLC Next Runtime-Ebene, wo Sie jetzt ansetzen, diese Signale auszuwerten. Das haben wir gemeinsam mit der TU Dresden gemacht und die haben das gemacht, was ich eben schon mal angedeutet habe. Die haben eine App gebaut. Ich mache das nochmal, weil ich es einfach so schön finde. Sie kommen mit einem elektrischen Signal an und gehen am Ende durch den Einsatz einer App mit einem nur Informationsmodell konformen Informationselement wieder raus. Sie kriegen jetzt, je nachdem, wie Sie diese App nutzen, einfach die Information, ehrlich, dein Rührer wird in absehbarer Zeit ein Problem kriegen. Und das ist auch das Einzige, was Sie auf einer überlagerten Informationsverarbeitungsebene sehen wollen. Sie wollen nicht permanent die Motorströme dort abliefern. Egal wie groß Ihr Data Lake ist, das macht auch gar keinen Sinn. Und jetzt sind Sie nämlich an dem Punkt, wo Sie sagen, ja, Datennormalisierung, Kontextualisierung, aber auch irgendwo Informationsgenerierung auf dieser Ebene. Denn die Information ist die, dein Lager wird defekt sein. Meinetwegen schreiben Sie noch Dinge mit, Motor lief an, hat den und den Dauerverbrauch, das können Sie alles noch machen, das sind auch noch relevante Informationen, aber permanent den Motorstrom wegzuschreiben, ist es sicherlich nicht. Das Ganze geben Sie dann über OPC UA-konform an eine Cloud, an eine Datenverarbeitung, das geben Sie aber auch dann direkt zu einer Leitwarte, wo Sie jetzt das Signal kriegen in Ihrem Informationssystem, Achtung, du wirst einen Wartungsfall in deiner Anlage haben. Und das natürlich maximal automatisiert. Ja, das haben wir gemeinsam mit unserem Partner realisiert. Es geht um Identifikation, Genauigkeit, Nachbüßbarkeit. Das Ganze sehen Sie auch in einem Workshop. Das zeigen wir Ihnen auch auf der Mezzanine in der Ausstellung, wo Sie einfach mal mit den Experten darüber diskutieren können, wie einfach sich das Ganze realisieren lässt. Gucken wir uns mal den zweiten Block an, der immer wieder beim Thema Ausfälle diskutiert wird. MSR-Technik-Ausfälle. Feldgeräte. Und ehrlich gesagt, das Thema Ausfälle ist da das eine. Aber das Thema zu wissen, was man dort eigentlich verbaut hat, damit fängt es ja schon an. In vielen Brownfield-Applikationen tun sie das nicht. Und wir haben da jetzt mal dieses Zitat Herrn Funkhähnel zugeschrieben. Das war in diesem Namur-Diskussionskreis. Ich weiß noch, mit Herrn Abel haben wir sehr intensiv diskutiert. Ein heißes Thema, dass man sagt, ja, diesen Abgleich, den wir dann in unserem Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramm haben mit der Realität, ja, der geht uns im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Was kann man da tun? Da haben wir uns Gedanken gemeinsam gemacht mit der Firma Bilfinger und haben mal eine Pilotanlage dazu aufgebaut, genau sich dieser Frage zu stellen, was heißt es eigentlich as built, as planned? Ja, das ist links im Prinzip Ihr Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramm. Dann haben Sie rechts die reale Welt und im Idealfall sieht es so aus. Sie kriegen diese Informationen abgebildet, Sie haben die Wirkverknüpfungen dieser Elemente dargestellt und die Welt ist soweit in Ordnung. Von vielen Feldgeräten, wie gesagt, haben Sie das im Brownfield-Umfeld aber heute gar nicht. Das ist eine eher typische Applikation, wo Sie sagen, ja, da ist ein hardkompatibles, hardfähiges Device im Feld. Es kommuniziert aber gar nicht über Hard. Sie nutzen Harddaten in vielen Fällen gar nicht. Sie nutzen Ihre 4 bis 20 mA. Da wird Ihnen ein Temperatursignal als Stromsignal repräsentiert und das werten Sie aus und das war es dann auch schon. Wenn Sie das nachrüsten wollen, wenn Sie da sagen, ich möchte auch Digitalisierung in Brownfield-Anlagen an dieser Stelle nutzen, dann ist das heute auch relativ einfach möglich. Dann kommt wieder Phoenix Contact ins Spiel als Konnektivitätsexperte. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man rückwirkungsfrei, produktionsunterbrechungsfrei dieses Signal abgreifen, haben eine Klemme dafür konstruiert. Dieses Signal greifen Sie jetzt hardkonform ab, geben es auf eine Hard-IO-Scheibe, Feldprozessprotokoll agnostisch handeln können und können jetzt mit dieser Hard-Information umgehen. Jetzt kommt aber der eigentliche Clou, weil jetzt sind wir ja auch nicht unbedingt die Experten für alle FDI, EDD, Beschreibungen von allen Herstellern, die es jemals geschafft haben, ihre Daten hardkompatibel zur Verfügung zu stellen, aber andere sind das. Und da gibt es eine Kooperation mit der Firma CodeWrites, die, Sie ahnen es schon, eine App gebaut haben und diese App macht genau das. Die liest, und das geht immer so schnell, ich mache es auch hier nochmal zurück, damit man diesen Charme des Ganzen versteht.
Daten gehen rein, das Ganze läuft durch eine App, wird kontextualisiert, normalisiert und nur informationsmodellspezifische Daten gehen raus. Und das automatisch übersetzt. Es ging immer um diesen Approach Almost Zero Engineering. Und der ist genau durch eine solche App realisierbar, weil diese Daten letzten Endes jetzt genau gemappt wurden in einer großen Datenbank, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, wie kann ich denn die herstellerspezifischen Hardinformationen standardisieren und wie bringe ich sie ins NOAA-Informationsmodell, und das ist dann dabei rausgekommen. So, wir müssen ein bisschen Gas geben, wir können die Dinge ohnehin immer nur anteasern, aber was jetzt passiert, ist wieder die gleiche Logik. Sie geben es an eine überlagerte Informationsverarbeitung, Sie kriegen jetzt in der Leitwarte das Signal, im Feld hat sich was verändert, ein unbekanntes Device ist aufgetreten. Naja, was passiert da? Das kennen Sie tausendmal besser als ich in der Realität. Sie haben eine Feldinstrumentierung im Einsatz, ja, und die geht in der Nachtschicht kaputt. Man hat das gleiche Gerät, dasselbe Muster nicht zur Hand, es wird ein anderer Durchflussmesser verbaut und jetzt wird genau der Abgleich automatisch hergestellt zum Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramm und Sie haben diese Information. Und by the way, selbst wenn Sie dasselbe Modell noch am Lager hatten, haben Sie jetzt aber einen anderen Fall. Wenn Sie Kalibrierungsarbeiten planen, wenn Sie End-of-Life-Management planen, dann müssen Sie jetzt gucken, dass Sie ein anderes Gerät einsetzen, eine andere Seriennummer, eine andere Dauer der Verwendung im Feld, ein anderes Kalibrierungsintervall. Alle diese Dinge gehen ja damit einher, dass Sie ein Durchflussmesser durch exakt denselben ausgetauscht haben. Das Ganze sehen Sie auch im Workshop im Foyersaal und das bringt uns jetzt schon mit Hochtempo zum Thema modulare Automation. Auch da, Sie haben das gesehen, das ist eine sehr kompakte, maximal offene Steuerung, wo natürlich mit dem Gedanken von MTP und NOAA auch modularisiert automatisiert werden wollen. Das haben wir gemeinsam mit Evonik im Technikum, in einer Technikumsanlage realisiert. Und der Gedanke ist auch klar, das brauche ich Ihnen nicht lange erklären, Time to Market, verkürztes Engineering, dann kleinere Einheiten zu haben, die wiederverwendbar sind, am besten noch vom Lager Automatisierungseinheiten zu nutzen. Das ist der Gedanke. In der Automatisierungspyramide verändert sich das Bild ohnehin. Sie kommen von kleineren Einheiten von diesen prozesstechnischen Anlagen, haben ein MTP-Modell, das können Sie zum Beispiel mit Phoenix Contact Moduldesignern erstellen. Da haben Sie im Prinzip mit einem Klick Ihr MTP-File generiert. Das Ganze wird dann gemanagt über ein Process Orchestration Layer und so haben Sie diesen Verbund einer modularen Anlage realisiert. Im ersten Schritt haben wir hier auch noch einen Modulmanager im Einsatz, der im Prinzip ein Process Orchestration Layer Lite darstellt, aber diese Module schon selbstständig managt, Services aufruft, Interlocking zwischen Modulen herbeiführt und so diese Anlage total modularisiert aufgebaut wird. Dabei geht es im ersten Schritt immer nie um die Kostenoptimierung. Sie sehen ganz rechts, ich versuche mal diesen Pointer zu verwenden, diese Reaktoreinheit, die ist als Modul aufgebaut. Ich glaube, die hat nur 5 EAs. Es ist dann nicht der Aufwand bei den EAs, es als Modul zu designen, sondern den Gedanken, es aus der Schublade nehmen zu können und mehr oder weniger sofort wieder einsatzbereit in einer anderen Anlage einsetzen zu können. Das Ganze zeigen wir Ihnen. Wir haben hier die Konzeptionsphase gemacht, wir haben die Planung gemacht, wir haben die Inbetriebnahme gemacht. Aktuell sind wir im nächsten Schritt der Evaluierung, wo wir jetzt mit der Firma PTC den Process Orchestration Layer auch im IoT-Umfeld abbilden wollen. Also da ist natürlich gerade im Technikumsumfeld eine Menge Raum zum Experimentieren und zum Testen. Und genau da mache ich jetzt mal schnell weiter, dass wir unsere Zeit nicht unangemessen überschreiten mit dem Thema Open Automation. Da ist es eine Diskussion gewesen mit BASF hier in Ludwigshafen. Wie kann ich eigentlich die ganzen Trendthemen, die ich habe, OPAS, MTP und NOAA, so zusammenbringen, dass ich das Beste aus allen Ansätzen für mich mal betrachten kann. Die Unterschiede, lassen Sie mir das als Prozesstechnik-Fernmann zu, sind überschaubar. Wenn Sie sich diese eine Logik der Pyramide angucken und gucken sich dann eine OPAS-konforme Realisierung an, dann nennt sich das Ganze auf dieser Ebene DCN, Distributed Control Node. Ja, dann haben Sie darüber einen Real-Time-Layer, ein Connectivity Framework. Das müsste eigentlich von uns sein, habe ich mir überlegt, Connectivity Framework. Aber egal, man kann nicht alles machen. Und wie passt das jetzt zusammen mit dem Ansatz MTP und NOAA? Ja, auf der einen Seite ist das klar, da können Sie dieses ganze Moduldesign
auch wieder mit Module Engineering machen, einen MTP-File generieren, können das automatisiert dem Process Orchestration Layer zur Verfügung stellen. Zero Engineering an dieser Stelle zeigen wir Ihnen auch oben in dieser Applikation. Auf der anderen Seite können Sie natürlich auch hier NOAA-konform Ihre Daten wieder einsammeln, können das auch mit einer eigenen DCN realisieren. So haben wir es jetzt in dieser Anlage mal der Einfachheit halber realisiert, können das auf diesem Connectivity Framework noch unterschiedlich priorisieren, aber Sie können sicherstellen, dass Sie auch in diesem Ansatz Open Automation, NOAA, MTP die Vorzüge der neuen Möglichkeiten unserer Welt auch wirklich optimal nutzen können. Integration neuer Technologien, ich habe es angesprochen, OPAS, MTP, das wird gezeigt im Kongresssaal hier. Wir haben eine Tabletop-Diskussion noch dazu im Foyersaal. Wir haben es in der Ausstellung und es würde uns sehr freuen, wenn Sie diese Ausstellung, wenn Sie diese Diskussionsrunden zahlreich besuchen würden, denn daran liegt für uns der eigentliche Wert dieser Veranstaltung, mit Ihnen direkt ins Gespräch zu kommen. Den Austausch, uns zu challengen, einfach zu sagen, das finde ich gut, das müsste jetzt aber kommen. Das ist genau das, was wir uns von dieser Veranstaltung wünschen. Das war es mal für den ersten Moment von meiner Seite, Ihnen Einblicke in die praktische Realisierung zu geben. Aber wie sich das gehört, die letzten Worte gehören unserem CEO. Ja, es ist wirklich nur noch es rund zu machen. Ich hoffe, einige der einführenden Bemerkungen von Herrn Fankhänel sind nicht in den Köpfen komplett widerlegt, dass wir schon wissen, was wir tun an vielen Stellen, dass wir es versuchen, auch sehr bodenständig, realitätsnah umzusetzen. Bitte verstehen Sie es wirklich als einen Impuls in diesen Kreis, in diese Community, der in diesen 1,5 Tagen hoffentlich zu vielen Gesprächen führt, damit Sie da immer ausreichend Ansprechpartner auch unseres Unternehmens haben. Sehen Sie hinten, ich glaube, über 30 Menschen von Phoenix Contact, die sind alle da, sitzen hinten in der letzten Reihe. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von Ihnen, weil die haben alles hier entsprechend vorbereitet und wünsche jetzt eine sehr erfolgreiche Tagung. Dankeschön.